Im März 2016 wurde bei mir ein spontanes subdurales Hämatom festgestellt, welches die Auswirkungen hatte, dass ich neurologische Ausfallerscheinungen hatte, und aufgrund dieses Hämatoms wurde ich 9-mal am Kopf operiert. Und entweder durch den Druck, den dieses Hämatom aufs Gehirn ausgeübt hat, oder aber auch bei einer der Operationen ist der Sehnerv beschädigt worden. Also der Augenarzt hat mir erstmal erklärt, dass meine Augen an sich in Ordnung wären, sondern mein Problem liegt an der Schaltzentrale, also an der Stelle, wo im Gehirn die Bilder verarbeitet werden. Diese Stelle ist beschädigt und da kann man nichts tun. Und damit müsste ich eben leben. Also Dinge, die eigentlich für jeden Menschen und auch für mich bis vor dieser Sache vollkommen normal waren, sind mir plötzlich schwer gefallen, weil ich eben auf der Straße nicht sehen kann, ob irgendwas kommt, was kommt, ob irgendwas ist, dass ich eventuell irgendwo dagegen laufe und so. Und da habe ich jetzt wirklich diese Behandlung hier als Chance gesehen, meine Situation zu verbessern. So, und dann bin ich hergekommen, dann habe ich für mich auch aber gemerkt und auch festgestellt, also man kann nicht erwarten, dass man Schnipp macht und alles ist wieder, wie es war. Das geht einfach nicht, sondern es geht mit kleinen Schritten. Und das habe ich daran gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, nach den ersten Behandlungen, nicht, dass mein Gesichtsfeld gleich so riesig wurde, sondern dass einfach ich deutlicher und klarer gesehen habe. Das, was ich gesehen habe, aber deutlicher und klarer. Nach der Behandlung habe ich zum Beispiel festgestellt, als ich nach Hause gekommen bin, dass ich auch in vielen Dingen des Alltags sicherer geworden bin. Also ein Zeichen dafür, dass ich wahrscheinlich, auch wenn ich es nicht so doll empfinde, mehr Sicherheit gewinne, weil ich besser sehe. Das ist meine subjektive Meinung, weil ich bin ja nicht medizinisch gebildet oder so, aber ich habe nach der Behandlung hier eine enorme Veränderung in meiner Aktivität. Also ich war früher immer ein sehr, sehr aktiver Mensch. Durch die Krankheit war ich sehr zurückgezogen. Ich habe an sich nur noch reagiert. Ich habe selber überhaupt nicht agiert. Das war ganz doll auch spürbar, auch für mein ganzes Umfeld. Und in meinem gesamten Umfeld wird von allen bestätigt, dass ich, nachdem ich hier zu dieser Behandlung war, enorme Fortschritte gemacht habe, dass ich plötzlich wieder selber Ideen entwickle, wieder Dinge mache, organisiere und so weiter. So wie ich eigentlich früher agiert habe. Und darüber bin ich total glücklich. Und diese Behandlung hier hat mir ungeheuer geholfen, auch wieder ein gewisses Maß an Zufriedenheit zu finden. Selbstvertrauen, genau. Es ist zwar immer noch so, das muss man einfach sagen, es gibt ein Früher und es gibt ein Jetzt. Und manchmal kommt auch der Gedanke, ja, früher waren bestimmte Dinge eben einfach anders. Und die sind auch heute noch anders. Aber ich habe wirklich enorme Fortschritte gemacht und mir hat diese Behandlung hier ganz enorm geholfen, also wirklich ganz, ganz toll. Ich kann nur jedem, der in meiner Situation ist oder in einer ähnlichen, also ich meine, ich wünsche es niemandem, dass er in diese Situation kommt, aber wenn jemand in der Situation ist oder sowas Ähnliches eben erlebt hat, kann ich jedem nur empfehlen, diese Behandlung wahrzunehmen, weil es bringt wirklich einen großen Erfolg. Also davon bin ich, wie man auch sieht, ich meine, mir geht es ja soweit ganz gut, bis gewisse Einschränkungen sind eben da, okay, mit denen muss ich leben, aber diese Behandlung kann ich jedem nur empfehlen. Auf alle Fälle, das, was man gemerkt hat, ist, dass sie also viel aktiver ist und viel optimistischer auch ihren eigenen Problemen gegenübersteht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ne, dass also doch die Phasen, wo sie also sehr stark darüber nachgedacht hat, ne, über ihr Schicksal, kullerten dann doch viel öfter die Tränen als jetzt. Also das ist unwahrscheinlich. Ne? Also ich bin da richtig stolz, was sie, auch wie sie da eben also dran bleibt am Ganzen. Ne? Und, dass sie damit also lernt, auch umzugehen, das auch ständig verbessern will und auch diese ganzen Trainingsaufgaben
Klagen, manchmal muss man dann auch wieder mal, Mensch, eigentlich könnte es mal wieder, manchmal muss man ein bisschen hinterher sein, ne, Großen und Ganzen macht so das alles selbstständig und ich kann jetzt also auch seit diesem Jahr kann ich also auch meiner Arbeit eigentlich wieder ein bisschen besser hinterhergehen, ne, weil ich sie mit einem ruhigeren Gewissen alleine lassen kann. Ne. Das ist also eine Sache, die zieht doch eben weitere Kreise. Ne. Wenn man dann mal über Nacht nicht da ist, dann macht man sich da schon Gedanken, funktioniert das alles oder es ist also besser, ne? Wesentlich besser. In diesem Jahr kann ich also über Nacht auch mal wieder wegbleiben. Ja, weil ich doch eine Tätigkeit habe, die eigentlich so war, dass ich früher immer so 2, 3 Nächte war ich in der Woche immer unterwegs und kann also jetzt auch wieder langsam der Normalität entgegengehen.